Nur abwarten und hoffen, dass alles von selber gut wird, ist in der Regel nicht der Königsweg zum Glück. Glück hat viel mit Entdeckung zu tun. Nicht mit krampfhafter Suche oder dem Hinterherjagen, sondern immer wieder sich neuen Räumen zu öffnen, den Zufall zu begünstigen dadurch, dass ich mich der Welt öffne. Schöne Momente des Glücks oder der Lebensfreude auch entstehen oft in so spontanen Situationen, wenn man es gar nicht erwartet. Stimmt, ja. Das ist auch mittlerweile in der Glücksforschung gut untersucht, unabhängig erstmal von Krisenbewältigung. Glück entsteht genau da, wo wir es nicht suchen, sondern spontan finden. Aber warum ist das so? Naja, also ich würde ein bisschen einschränkend sagen, dass natürlich Glück auch dadurch entstehen kann, dass wir uns etwas erkämpfen, was uns danach zufrieden stimmt. Also ich bleibe vielleicht bei dem Beispiel, du hast wirklich mächtig gelernt für eine Prüfung und es war sehr anstrengend, du musstest viele freie Wochenenden drangeben, auf Kino, Freibad und so weiter verzichten. Ja. Ich erinnere mich zumindest an meine Studentenzeit, wo das so war. Und ich habe dann die Prüfung bestanden durch viel Disziplin und Willenskraft. Dann habe ich mich natürlich auch glücklich gefühlt. Insofern würde ich also einschränkend sagen, dass Glück nicht nur durch Zufall entsteht, sondern auch durch etwas, was man sich erkämpft hat. Aber es ist richtig, das Wort Glück kommt ja eigentlich von dem Wort Gelucke. Und das heißt übersetzt eine glückliche Fügung, die sich ergibt. Also eben gerade nicht, dass das wir krampfhaft hinterherlaufen, sondern das, was sich durch Zufall ergibt, weil du an der Straßenecke stehst und auf den Bus wartest und dabei sprichst du eine Person an, die sich als total nett entpuppt, mit der du ein tolles Gespräch hast. Oder du findest zufällig beim Friseur oder sonst irgendwo in der Zeitschrift einen Artikel, der dir irgendwie das Herz öffnet. Oder du entdeckst eine Schokolade in einem Supermarkt, die so lecker ist. So. Also es sind banale Beispiele, aber Glück hat schon auch viel mit dem zufälligen Entdecken zu tun und nicht nur dem krampfhaften Hinterherjagen. Und ich finde, Glück kann ja nur kommen, wenn du in eine Richtung gehst. Also zum Beispiel, ich erinnere mich, ich war im Urlaub in Barcelona und ich hatte zum Beispiel auch viele Erwartungen an den Urlaub. Und dann gab es auch ein paar sehr regnerische Tage, wo ich nicht viel machen konnte und so. Und dann bin ich von einem Airbnb ins nächste gezogen und ich kann mich erinnern, der Vortag war so, ich war irgendwie nicht so gut drauf und hatte auch nicht so richtig Lust, jetzt wieder umzuziehen und warum habe ich mir jetzt so viele Airbnbs gebucht und so weiter und so fort. Und dann bin ich umgezogen und dann hast du immer so ein Gap von 3 Stunden. Also du musst um 11 Uhr raus bei dem einen Airbnb und am nächsten kommst du halt erst um 2 Uhr rein. Und dann habe ich dem geschrieben, hey, kann ich irgendwie schon meine Sachen da lassen, weil ich muss hier schon eher raus bei dem anderen Airbnb und der so. Und dann war der, ja, kein Problem. Dann komme ich da an und irgendwie ist niemand da, niemand macht mir die Tür auf und ich habe mir so, oh Gott, jetzt geht das hier weiter. Und dann habe ich ihn aber doch erreicht, er lässt mich hoch rein. Und dann lerne ich ihn kennen und er ist so irgendwie so ein bisschen vercheckt, aber mega freundlich und so mega herzlicher Typ und direkt so habe ich so ein Glücksgefühl verspürt, so weil einfach seine Art so mich so berührt hat, weißt du? Und weil du es ganz anders erwartet hast. Ich habe es gar nicht, ich war so in dem Moment oh Gott, was mache ich hier überhaupt? Ja, und dann, das ist genau das, was du gerade beschreibst. Und da muss ich gerade so dran denken und habe auch so Gänsehaut bekommen, als du es beschrieben hast, weil das sind diese Momente, wo du nicht damit rechnest. Und trotzdem habe ich ja irgendwie was dafür getan. Ich habe irgendwie sozusagen, ich habe den Urlaub initiiert, ich habe vielleicht initiiert, dass ich auch an verschiedene Orte gehe. Und wir haben uns tatsächlich ziemlich gut angefreundet. Wir sind auch zweimal noch Kaffee trinken gegangen und wir schreiben immer noch auf WhatsApp und so, weißt du? Ja. Und das ist so. Ja. Also das hast du gut beschrieben und ein schönes Beispiel und das ist auch richtig. Nur abwarten und hoffen, dass alles von selber gut wird, ist in der Regel nicht der Königsweg zum Glück. Glück hat viel mit Entdeckung zu tun. Nicht mit krampfhafter Suche oder dem Hinterherjagen, sondern immer wieder sich neuen Räumen zu öffnen, den Zufall zu begünstigen dadurch, dass ich mich der Welt öffne. Es gibt Untersuchungen von einer psychologischen Arbeitsgruppe aus, ich glaube, London, also zumindest England, die gezeigt hat, dass Menschen, die sich selbst als Glückspilze bezeichnen, einen Geldschein, den die Forscher in einem Labor versteckt haben, eher gefunden haben. Und das zeigt etwas sehr Schönes in dem Zusammenhang. Wenn glückliche Menschen gehen eher auf Entdeckung und sie finden dann auch Dinge, in dem Fall der Geldschein, die ihnen einen kleinen Erfolg beschert, weil sie sind open-minded, sie sind neugierig, sind offen, beobachten mehr, entdecken Möglichkeiten,
die sie eventuell im Nachhinein glücklich machen. Das ist etwas sehr, sehr Schönes. Deswegen haben sehr introvertierte Menschen, die nicht rausgehen, Menschen eher aus dem Weg gehen und für die alles sehr anstrengend ist, die Veränderung nicht mögen, oft auch viel mehr Schwierigkeiten, es ist nicht unmöglich natürlich, aber viel mehr Schwierigkeiten, Glück zu finden. Ja. Ne? Du hattest gerade noch ein Wort genannt und das war das Wort der Willenskraft. Und du hast mir auch im Voraus gesagt, noch in deinen Büchern geschrieben, dass Willenskraft auch maßgeblich ist für die Lebenszufriedenheit und die Gesundheit. Ja. Welche Rolle spielt die Willenskraft dabei? Ja, das ist mir tatsächlich wichtig gewesen im Text, den ich geschrieben habe, weil ich bemerke in meiner Therapie auch, dass die Willenskraft heute einen sehr schlechten Ruf hat, zu Unrecht, wie ich finde. Sie klingt so ein bisschen preußisch, ja, nach Liegestützen und irgendwie nach einem Fußballtrainer, der einen irgendwie militärisch drillt. Ist eine der unbeliebtesten Stärken übrigens. Gibt es interessante Untersuchungen, wenn man Menschen irgendwie in der Einkaufszone mit Mikrofonen abfängt und fragt, was sind so deine Stärken? Dann sagen alle Mut und Fairness und Freundlichkeit und Humor und so. Und Willenskraft ist immer auf dem letzten Platz. Das ist irgendwie, ja, total unbeliebt. Und dabei wissen wir eigentlich aufgrund sehr moderner Forschung, dass Willenskraft eine unfassbare wichtige Ressource sein kann, auch seine Ziele zu erreichen, seine Impulse zu kontrollieren und damit zum Beispiel konsequenter für eine Prüfung zu lernen, greift das Beispiel nochmal auf, ne? Oder sich besser zu ernähren, weniger delinquent zu sein letztendlich auch und übrigens auch Beziehungen stabiler zu gestalten, ne? Immer weil ich mich so ein bisschen im Griff habe. Also Willenskraft nicht im Sinne einer eiskalten Härte, alles so durchzuziehen, koste es, was es wolle, sondern Willenskraft im Sinne einer gesunden Selbstführung, die einfach weiß, okay, da habe ich ein Ziel, das ist mir wichtig und dafür kann ich meine Bedürfnisse oder Impulse gerade ein bisschen unterdrücken. Und das ist eine ganz wichtige Stärke, die uns hilft, erfolgreich zu sein im Leben, auch wenn sie vielleicht tatsächlich etwas altbacken klingt, ne? So eine alten Tugend in gut bürgerlicher Zeit des 19. Jahrhunderts. Aber sie ist eigentlich etwas sehr Erfolgreiches. Es gibt tolle Arbeiten, die zeigen, dass Menschen, die im Laufe ihrer jugendlichen Entwicklung Willenskraft entwickeln, dass die eben ökonomisch erfolgreicher sind, dass die gesünder leben und auch die harmonischeren Partnerschaften haben. Das ist eigentlich was sehr Schönes. Du hast gesagt, für die Jugendlichen, die dann Willenskraft entwickeln, wie entwickelt man die denn? Also es gibt natürlich ein Temperament, das bedeutet, Menschen sind unterschiedlich, ich sage mal in Anführungsstrichen begabt dafür. Die einen können ihre Impulse schon früh besser kontrollieren als andere. Aber lange Zeit ist man fälschlicherweise davon ausgegangen, dass das eben nur angeboren sei und dass man das mit 6-, 7-jährigen Kindern schon ansehen könnte. Und das entwickelt sich nicht mehr. Es gibt diese ganz berühmte Marshmallow-Studie, die kennst du sicherlich, ne? Da hat man Kindern im Alter von 6, 7, es war eine Stanford University ein Experiment Ende der 60er Jahre, so Marshmallows auf den Teller gelegt und gesagt, pass auf, könnt ihr essen jetzt, hier ist euer. Oder ihr wartet eine Viertelstunde, dann komme ich rein, dann kriegt ihr 2. Aus kaufmännischer Sicht eine ziemlich klare Angelegenheit. Aber nicht jedes Kind hat kaufmännisch reagiert, ja, sondern die haben der Versuchung erlegen, haben das Ding sofort gefuttert, ne? Also ganz natürlich eigentlich. Und dann hat man diese Kinder 30 Jahre später nochmal untersucht, um zu gucken, was aus denen geworden ist. Also nach 10 Jahren, nach 20 Jahren durch verschiedene Arbeitsgruppen und gesehen, dass tatsächlich Kinder, die sehr früh schon Willenskraft entwickelten, später auch, wie ich schon sagte, in vielerlei Hinsicht auch das stabilere Leben lebten. Der Studie ist vorgeworfen worden, zu Recht auch, dass man damals eine sehr homogene Gruppe untersucht hat und der Walter Mischel, der diese Studie veröffentlicht hat, hat die Ergebnisse auch nicht in allen Details richtig interpretiert. Das muss man sagen, die Studie ist in dem Sinn fehlerhaft in vielerlei Hinsicht, aber die Grundbedingung stimmt und die ist auch durch viele andere Arbeiten, eine riesige neuseeländische Studie beispielsweise, auch immer wieder bestätigt worden. Wenn wir im Laufe des Lebens lernen, unsere Impulse gut zu kontrollieren, und noch einmal vorsichtig, ne? Nicht, dass wir jetzt zum eiskalten Rambo werden, sondern einfach wissen, okay, ich habe hier ein Ziel und da kann ich meine Bedürfnisse auch mal aufschieben. Also wirklich eine gesunde Form der Selbstregulation. Dass solche Kinder sich in der Regel stabiler entwickeln.
Aristoteles hat Enkrateia dazu genannt. Enkrateia, Kratos ist die Macht, ne? Kratos, also Demokratie, ne? Die Macht des Volkes, oder Bürokratie, die Macht der Verwaltung, ja. Und Enkratie ist die Macht, über mich, die Macht über mich, also in anderen Worten Selbstbeherrschung. Und diese Form der gesunden Selbstregulation, die macht mich auch erfolgreich und dann auch glücklich tatsächlich. Da ist schon was Wahres dran auch. Also wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, steht die Willenskraft der Impulsivität so ein bisschen gegenüber. Ja, genau. Impulskontrolle ist eine Form der Willenskraft. Ne? Es gibt verschiedene Abstufungen. Also ein Beispiel, wenn du jetzt, du sitzt heute Abend vor Netflix und guckst dir deine Lieblingsserie an und vor dir steht irgendwie eine riesige Schüssel Chips, wer auch immer die dahingestellt hat. Ja. Und du isst sie nicht, weil du dir vorgenommen hast, nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr zu essen, allenfalls ein Eiweißshake und sonst nichts mehr, nehmen wir nur mal an. Dann würdest du in dem Moment Impulskontrolle beweisen, wenn du das schaffst. Und wenn du das immer wieder einsetzt, weil du dein Ziel verfolgst, bis Ende des Monats 2 Kilo oder 3 Kilo zu verlieren, dann würde man über Willenskraft sprechen. Und wenn du das immer wieder im Leben schaffst, deine Bedürfnisse zu kontrollieren, eben auch zu prüfen, zu lernen für eine Prüfung an einem heißen Sommertag oder den Speicher aufzuräumen oder andere Dinge, dich zu überwinden, ne? Dann würde man von Disziplin sprechen. Das heißt also, Impulskontrolle, Willenskraft und Disziplin sind aufsteigende Leistungen je nach, sag mal, Größe oder je nach Umfänglichkeit im Leben. Ne?